und willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, eure Weihnachten waren wunderschön. Ihr hattet eine tolle Zeit, konntet gut essen, euch gut unterhalten oder auch die Zeit so verbringen, wie ihr gern möchtet. Ich hoffe einfach, ihr hattet schöne Tage. Ja, bei uns war es sehr gemütlich, aber das machen wir jedes Weihnachten so. Wir besuchen unsere Familie natürlich, die Großeltern von beiden Seiten sozusagen. Da fahren wir an getrennten Tagen dann immer hin, erste und zweite, und Weihnachten, also Heiligabend, sind wir immer in der Familie bei uns zusammen. Ja, so waren unsere Weihnachten schön entspannt. Genau. Jetzt war ich gerade am Überlegen. Die Woche habe ich nicht so viel gehandarbeitet. Ich habe ja das Video für euch gemacht. Und ja, hier ist noch unser Muster, was wir zusammen gehäkelt haben. Das Video zu dem Tuch verlinke ich euch gerne mal oben. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Ja, wie gesagt, das ist das Muster. Ich habe es jetzt so noch gelassen, weil ich dachte, falls Fragen kommen oder sowas, dann kann ich das an dem Muster nochmal zeigen. Genau. Das hier ist gehäkelt, der hier mit einer 3,5er Nadel und mit einem Acrylgarn. Aber das sage ich in dem Video alles. So, daran habe ich gearbeitet mit dem Video. Ich hoffe, das Video war einigermaßen verständlich. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich habe euch bei jeder Reihe und bei jeder Masche einfach mitgenommen. Vielleicht ist es zu ausführlich, vielleicht fehlt irgendjemandem irgendetwas, aber das müsst ihr mir dann schreiben, müsst ihr mir Bescheid geben. Weil so wissen kann ich es nicht. Genau. Ja, und dann habe ich jetzt nur 2 Sachen hier liegen. Einmal noch unser Tuch und einmal hier mein Oberteil. Das ist jetzt soweit fertig. Ich habe noch oben meinen kleinen grünen Knopf angenäht und hier unten einfach fertig gehäkelt. Ja, mehr war es nicht. Es kamen noch die paar Reihen dazu. Das ist ein einfaches Raglan von oben und dann nach den Armen einfach in Runden, in Spiralrunden weiter gehäkelt. Genau, Maschenmarkierer kann raus. Hier sind jetzt, muss ich gerade gucken, 4 Knäuel drin, 4-mal vom Teddygarn, Acrylgarn ist hier drin mit dem Glitzer. Heißt, es ist auch noch ein bisschen Polyester drin, wenn ich jetzt nicht verkehrt bin. Polyacryl und Polyester, genau. Und ja, das ist jetzt soweit auch fertig. Der ist einfach für mich zu Hause mal zum Überziehen, wenn mir kalt wird. Der geht jetzt genau sozusagen über meinen Hosenbund. Das kleine Pullischen an den Armen brauche ich es nie so warm, also da mag ich es nicht. Da kann ich das auch eigentlich nicht haben, wenn ich so einen langen Pulli anhabe, weil ich mache den normalerweise immer hoch, dass die Handgelenke einfach frei sind. Ja, wie gesagt, der ist einmal fertig. Maschenmarkierer ist raus. Den können wir dann mal wieder in seine Dose packen. Gehäkelt wurde der hier mit einer 4er Nadel. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon gesagt habe. Aber ja, die 4er Nadel. Und hier sammle ich sozusagen meine Maschenmarkierer. Hier sind auch so Stopfnadeln mit drin. Die waren mal bei so einem Set von Maschenmarkierern mit dabei, die Nadeln. Das sind so Plastiknadeln. Habe ich noch nicht benutzt. Und hier, das sind
etwas spitzere, also sie sind sehr spitz und dick, die Stopfnadeln. Das sind keine stumpfen. Ja, die habe ich hier drin. Immer alles beisammen sozusagen. So, das war der Pulli und unser Muster zum Tuch. Und hier ist unser Tuch. Es ist sozusagen fertig. Ich zeige es euch gleich mal noch so ganz. Ich wollte es euch auch mal ausmessen von der Spannweite her, wie das ist. So, mal schauen. So könnte es doch funktionieren. Ja. So, ihr seht es. Bis oben. Hoch einmal sozusagen. Und hier die Spitze. So, dieses kleine Herzchen, der Anfang sozusagen von dem Garn, das lasse ich dran. Das gefällt mir ganz gut. Steht auch drauf, Made with Love. Von daher fand ich das ganz goldig. So müsste man es lesen können. Das hier habe ich mit einer Bobbel gehäkelt von den Märchengarnen. Die Romantika. Und vierfach mit einer Vierernadel jedoch. Ihr seht, wie es fällt. Es fällt wunderbar. Es kam, muss man das umdrehen, ein kompletter Mustersatz noch dazu. Und dann habe ich das Tuch beendet. Ich fand das jetzt hier ganz schön, weil das einfach beendet wurde. Also ich habe jetzt keine Abschlussspitze oder sowas dran gemacht, sondern ich habe es einfach so gelassen. So sind die Noppen. So. Hier oben und dann jeweils eins, wo es sozusagen in der Entstehung ist. Mich stört es jetzt nicht, aber ihr könnt da ja gern noch zum Beispiel dieses Muster von unserem Rand noch dran häkeln, drüber häkeln, wie ihr das möchtet. Genau. Ja, von dem Garn habe ich noch ein bisschen was übrig. Wie gesagt, ich hatte jetzt aufgehört, weil das Tuch schon eine ordentliche Größe hat. Und meiner Mama gefällt das so gut und deswegen werde ich das jetzt dann meiner Mama geben. Für sie reicht das so auch. Also das ist wirklich super von der Größe her. Ich dachte, wir messen jetzt gerade mal. Jetzt muss ich gerade gucken. Er hier ist die Mitte. Lass mal gucken, wie viel wir da haben. Also nicht gezogen sind es 60. Also locker. Wenn man das zieht, wird das natürlich mehr. Das kennt ihr aber. Und jetzt gucken wir gerade mal von der Ecke zu Ecke, also unsere Spannweite von dem Tuch. Ja. Nehmen wir auch mal ein bisschen locker, denn das liegt ja auch relativ locker nachher am Hals.
Ich muss es ein bisschen hinlegen, sonst funktioniert das nicht bei mir. Dann ist das ein Gewurstel. Ja. So, also 1,50 und jetzt natürlich noch bis zur Ecke. Das sind nochmal 24. Also 174 Zentimeter. Und dafür fand ich das komplett ausreichend. Ja, meine Mama ist nicht mehr so groß. Also sie war mal 1,70 und ist jetzt ein Ticken kleiner. Von daher reicht ihr das garantiert locker aus. Ja, und damit ist dieses Projekt auch beendet. Wir nehmen den Maschenmarkierer raus und ja, was Neues habe ich jetzt zwischen den Tagen, zwischen den Jahren nicht angefangen. Aber ich hatte mir was rausgesucht und das wollte ich euch auch mal noch zeigen. Genau, das Tuch kommt dann mal rüber. Es kruspelt jetzt ein bisschen. Die Hundehaare. Und zwar habe ich noch von meiner Oma in einer Karstadt-Tüte dieses Garn hier. Also einmal so ein Olivgrün, das sind 2 Stück. Das war 110 Meter Polyacryl und 75 Polyacryl und 25% Schurwolle. Einmal das mit 2 Knäulen. Die sind so ein bisschen, ja, vielleicht hat sie sich das angeguckt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann sie leider nicht mehr fragen. War so in der Tüte drin. Und bei diesem Garn hatte sie noch, was ist das? Ah, Globus, Einkaufszettel. Ach, Einkaufszettel, ein Preisschildchen. Hatte sie noch dieses Garn hier. Das ist geeignet für eine Dreiernadel und ist 96% Wolle und 4% Acryl. Das ist ein Blauton, ein dunkler. Und ich dachte jetzt, sag mal hier noch ein bisschen Müll, Entschuldigung. Und ich dachte jetzt so, aus dem Blau, jetzt aus dem Oliv wahrscheinlich nicht, aber hier aus dem Blauton, wie heißt die? Fil Dara. Aus dem Blauton hier, ich zeige euch mal die Banderole. Man sieht ja, dass sie ein bisschen, ja, ist halt schon älter. Aber das tut der Wolle keinen Abbruch. Ja, auf jeden Fall wollte ich aus dieser Wolle mir eine kleine Hexagonjacke machen. Ich weiß zwar nicht, ob das reicht. Wie viel hat die an Lauflänge? Das sind 50 Gramm. Ich weiß nicht, wenn ihr es seht. Ich sehe es jetzt nicht. Seht ihr hier irgendwas? Ich sehe nur 50 Gramm. 0,3 ist aber wahrscheinlich die
Ja gut, ja 03 ist die, ich dachte jetzt die Lot oder die Farbe und das hier ist das Lot. Aber es steht nicht drauf, wie viel drauf ist, oder? Ich zeige es euch mal noch mal langsam, vielleicht findet ihr es und könnt es mir sagen. Aber ich denke mal, also ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich denke mal, dass das, ja weiß nicht, 100 Meter hat. Die ist auch so, ihr seht es, so gekringelt, wie Wolle halt. Ja, und da dachte ich, oder ich gucke einfach, ich mache aus 2 jeweils dann ein Hexagon. Und dann gucke ich, wie weit ich bin. Oder ich gucke, wie viel Hexagon ich aus 2 Knäueln kriege. Und dann schaue ich mal, vielleicht habe ich noch einen alten weißen Rest. Muss ich mal gucken oder ich frage mal meine Mama oder meine Schwester. Vielleicht hat die auch noch was. Und dann wird da draus eine Hexagonjacke, weil ich weiß nicht, ob das so gut passt. Ich meine, meine Oma hat es zusammen in der Tasche gehabt, aber... Oder vielleicht hat es auch meine Mutter so zusammengepackt, weil sie dachte, dann spart sie ein bisschen Platz. Das weiß ich nicht. Aber sie waren zusammen in der Tüte drin, die ich bekommen habe. Ja, und da dachte ich, fange ich eine Hexagonjacke an. Damit. Denn ich dachte, mit der Wolle, die hält dann schön warm. Wird vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen kratzig. Jetzt ist mir die Wolle runtergefallen. Wird vielleicht ein bisschen kratzig, aber ich habe ja eh meistens dann noch ein Shirt drunter oder sowas. Und an den Armen so stark stört mich das, wie gesagt, nicht. Wenn das ein bisschen kratzt, obwohl das sage ich jetzt, wenn ich es natürlich nachher 6 Stunden anhabe auf der Arbeit oder 8 Stunden auf der Arbeit, könnte das vielleicht doch sein, dass mich das stört. Aber das wird dann ausprobiert. Fertig. Ja, das ist der Plan mit dieser Wolle. Ich möchte aus meinen 5 Knäueln, hier ist der 5., der runtergeflogen ist, mal schauen, ob da die Hexagonjacke hingeht. Vielleicht, vielleicht nicht. Da ich nicht weiß, wie viel drauf ist auf der Wolle, muss man mal schauen. Anscheinend kommt Besuch. Ah ja, na gut. So ist das. Aber solange es nicht klingelt, ist alles gut. Genau. Ja, aber das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen. Das hier werde ich wahrscheinlich, es ist von 3 bis 3,5 angegeben, also werde ich wahrscheinlich mit einer 3,5 Nadel anschlagen. Und mal schauen, wie das Maschenbild ist, wobei das ist schon ganz schön. Vielleicht wäre da auch eine 4. Was sagt ihr? Denkt ihr, da wird auch eine 4 Nadel wahrscheinlich schon gehen, oder? Es wird getestet. Schauen wir mal. Ja, und dann wird das nächste Projekt werden. Aber wahrscheinlich erst dann im neuen Jahr. Apropos neues Jahr. Vielen Dank, dass ihr euch meine Videos anschaut, dass ihr dabei seid, dass ihr mir schreibt und mir mit euren Erfahrungen helft. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe und wünsche euch einen guten Rutsch, ein schönes neues Jahr, schon mal im Voraus. Ich hoffe, dass ihr den Tag schön verbringt und dass das Jahr 2024 euch nur Gutes bringt und dass das Jahr 2023 super aufhört. Es ist ja nicht mehr lang. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien
alles, alles erdenklich Gute. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann im neuen Jahr wieder. In alter Frische sozusagen. Und mit ganz viel Freude. Vielen Dank einfach dafür, dass ihr auch meine Videos so schön annehmt und euch die Sachen anschaut und mir, wie gesagt, Tipps und Ratschläge gebt. Das hat mir in diesem Jahr sehr geholfen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Feiert schön, genießt eure Zeit und wir hören und sehen uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut. Tschüss.